Willkommen bei Lobo TNT Retro Gaming. Heute tauchen wir tief in die Welt der versteckten Schätze des Super Nintendo ein. Spiele, die viele nie gesehen haben, weil sie nur in Japan erschienen sind, extrem selten waren oder einfach im Schatten großer Klassiker untergingen. Diese Liste zeigt dir 25 echte Hidden Gems, die technisch brillant, spielerisch einzigartig und teilweise so selten sind, dass selbst Retro-Fans sie kaum kennen. Mach dich bereit für Geheimtipps, vergessene RPG-Legenden, atemberaubende Action-Titel und wundervolle Jump'n'Runs. Hier kommen die Top 25 SNES Hidden Gems und Japan Exclusive Games, die du wahrscheinlich nie gespielt hast. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload. Warning. 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 System overload critical. Warning. 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 Wir starten mit Tonosama Apari. Dieses verrückte Kabuki Beat'em Up kombiniert Comedy, traditionelle japanische Theaterkostüme und übertriebene Spezialangriffe zu einem völlig einzigartigen Spielerlebnis. Die Präsentation ist bunt, laut und herrlich schräg und vermittelt perfekt den Humor japanischer 90er Arcade-Kultur. Da es nur in Japan erschien, blieb es im Westen nahezu unbekannt. In-Yo, ein komplett vergessener Action-Plattformer, der auf einer japanischen Comedy-Manga-Serie basiert. Das Spiel bietet schnelles Gameplay, bizarre Gegner und unerwartet gutes Leveldesign. Trotz seiner Qualität wurde es nie außerhalb Japans veröffentlicht, was zu einem echten Geheimtipp macht. Besonders der schräge Humor hebt es vom typischen SNES-Plattformern ab. Gunman's Proof wirkt wie eine verrückte Mischung aus Zelda, A Link to the Past, Westernkomödie und Science Fiction. Das Spiel bietet schnelle Kämpfe, humorvolle Zwischensequenzen und ein ungewöhnliches Setting mit Aliens und Cowboys. Da es sehr spät im Lebenszyklus des NES erschien, blieb es selbst in Japan unter dem Radar. Ein großartiges Action-Adventure, das viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Dieses farbenfrohe Anime-Jump'n'Run besticht durch seine flüssigen Animationen und das dynamische Kampfsystem. Die Heldin bewegt sich akrobatisch durch detailreiche Levels, die voller kreativer Gegner und versteckter Wege sind. Die technische Qualität ist für ein SNES Jump'n'Run herausragend. Da das Spiel nur in Japan erschien, ist es heute ein gesuchtes Kultjuwel. Umihara Kabase, ein anspruchsvoller Plattformer mit physikbasierten Angelhakenmechanik. Jede Bewegung erfordert Präzision und Übung. Das Spiel erschien ausschließlich in Japan und gilt als Kultklassiker für erfahrene Spieler. Doremi Fantasy, ein wunderschön animiertes Jump'n'Run von Hudson Soft mit märchenhafter Präsentation. Die Steuerung ist weich und das Leveldesign sehr durchdacht. Trotz hoher Qualität erschien es ausschließlich in Japan. R-Ranger 2 ist ein technisch beeindruckendes Actionspiel mit Run and Gun und Shooter-Abschnitten. Die Grafik reizt das SNES bis an seine Grenzen aus. Wegen der extrem geringen Auflage zählt es zu den seltensten SNES-Spielen überhaupt.
Psycho Dream ist ein düsteres Actionspiel mit surrealer Sci-Fi-Atmosphäre. Schnelle Kämpfe treffen auf ungewöhnliches Leveldesign. Trotz bekannter Entwickler erschien der Titel nur in Japan und wurde kaum wahrgenommen. The Twisted Tales ist ein Action-RPG mit hohem Tempo, Humor und ungewöhnlichen Fähigkeiten. Das Gameplay ist zugänglich, verlangt aber taktisches Vorgehen. Der Titel ging im Westen unter, obwohl er spielerisch überzeugt. Machine Tensei ist ein taktisches Rollenspiel aus dem Megami Tensei-Universum mit düsterem Ton. Dämonen werden beschworen, fusioniert und strategisch eingesetzt. Durch die fehlende Lokalisierung blieb das Spiel international unbekannt. Teil 2 erschien ein Jahr später. Der Nachfolger bietet tiefere Taktik und eine noch ernstere Atmosphäre. Entscheidungen im Kampf haben direkte Konsequenzen. Als Japan-exklusiver Titel ist es ein Geheimtipp für Strategiefans. Energy Breaker ist ein ruhiges Strategie-RPG mit Fokus auf Charaktere und Geschichte. Die Kämpfe sind übersichtlich, aber taktisch anspruchsvoll. Aufgrund der späten Veröffentlichung in Japan blieb es fast vergessen. Treasure Hunter von 1996 war Squaresofts letztes SNES-Spiel. Es kombiniert isometrische Grafik mit einem taktischen Kampfsystem. Die Präsentation wirkt ungewöhnlich modern für die 16-Bit-Ära. Da es nie lokalisiert wurde, ist es kaum bekannt. Ein kompromissloses Beat'em-up mit hohem Tempo und kräftigen Animationen. Die Steuerung ist direkt und die Action konstant. Der Titel wurde erst Jahre später als Hidden Gem wiederentdeckt. Carrion Commando von 1995. Ein ganz seltenes Juwel ist Super Back to the Future 2. Ein überraschend gutes Lizenz-Jump'n'Run mit sauberer Steuerung und schöner Grafik. Die Levels greifen Motive aus dem Film clever auf. Da es nur in Japan erschien, blieb es im Westen unbekannt. Wir kommen in die Top 10 mit Violin Hiki, ein Puzzle-Plattformer mit Musikthema und humorvoller Präsentation. Rätsel und Action wechseln sich ausgewogen ab. Der Titel erschien ausschließlich in Japan und ist heute ein echter Geheimtipp. Life by Life von 1994. Dieses RPG erzählt mehrere unabhängige Geschichten aus unterschiedlichen Zeitepochen. Jede Episode spielt sich anders und bringt neue Ideen. Erst Jahrzehnte später wurde das Spiel international bekannt.
Bahamut Lagoon ist ein taktisches Rollenspiel von Square mit Fokus auf Drachen und großen Schlachten. Strategie und Story greifen eng ineinander. Aufgrund der Japan-Exklusivität blieb es lange unter dem Radar. Pressure of the Rudras von 1996 ist ein klassisches RPG mit einem einzigartigen Zaubersystem, bei dem Magie durch Worte entsteht. Die Geschichte folgt mehreren Perspektiven. Trotz hoher Qualität erschien es nur in Japan. Star Ocean ist ein technisch außergewöhnliches RPG mit Sprachausgabe und riesigem Umfang. Die Mischung aus Fantasy und Sci-Fi war für das SNES revolutionär. Dass Japan exklusiv blieb, kennen es viele nur vom Hörensagen. Wir kommen in die Top 5 mit Tales of Phantasia, der Start der Tales-Reihe mit Echtzeitkämpfen und Sprachausgabe. Die Präsentation war ihrer Zeit weit voraus. Auf dem SNES erschien das Spiel ausschließlich in Japan. Fire and Flame ist ein extrem anspruchsvolles Strategie-RPG mit permanenter Konsequenz. Fehler werden hart bestraft, Belohnung ist entscheidend. Als später Japan-Only-Release gilt es als eines der härtesten SNES-Spiele. Platz 3 der Langrisser, ein tiefgehendes Strategie-RPG mit verzweigenden Storypfaden. Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Handlung deutlich. Trotz hoher Qualität blieb es außerhalb Japans weitgehend unbekannt. Trials of Mana ist ein Action-RPG mit 6 spielbaren Charakteren und verzweigten Handlungen. Die Grafik und das Kampfsystem gehören zur absoluten Spitzenklasse des SNES. Ursprünglich erschien es ausschließlich in Japan. Und auf Platz Nummer 1 Terra Enigma von 1995. Ein emotionales Action-RPG über Leben, Tod und die Entwicklung der Menschheit. Die Geschichte ist ungewöhnlich, tiefgründig und atmosphärisch. Da es nie in den USA erschien, gilt es als größter Hidden Gem der Konsole. Ja, und das waren die 25 größten Hidden Gems auf dem Super Nintendo. Spiele, die viele nie erlebt haben, obwohl sie technisch und spielerisch herausragend sind. Gerade die vielen Japan-Exclusive-Titel zeigen, wie vielfältig und kreativ die 16-Bit-Ära wirklich war. Welches dieser Spiele kanntest du schon und welches hast du heute zum ersten Mal gesehen? Schreib es mir unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere Lobo TNT Retro Gaming für noch mehr Retro-Geschichten aus der goldenen Konsolenzeit. Engage cybernetic generation sequence.
detected. System overload.